Du hast jetzt also einen Tabletop-Verein oder Club in deiner Nähe gefunden oder auch vielleicht mehr als nur einen, aber was jetzt? Und darum möchte ich heute mal darüber sprechen, wenn du jetzt einen Club gefunden hast, egal ob du gerade erst ins Tabletop-Hobby einsteigst oder schon länger dabei bist und vielleicht umgezogen bist, möchte ich hier ein paar Tipps geben, die für dich vielleicht hier in dieser Situation von Interesse sein könnten. Als allererstes natürlich mal die Entfernung. Wenn du einen oder eben, wie vorhin auch gesagt, mehrere Clubs vielleicht in deiner Umgebung hast, schau dir mal an, wie weit sind die von deinem Wohnort entfernt oder ist das Ganze in der gleichen Stadt? Wie weit hast du es dort auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht, um hinzukommen? Welche Möglichkeiten stehen dir hier einfach mal als erstes zur Verfügung? Weil da macht es vielleicht Sinn, ganz als allererstes vielleicht dorthin zu schauen oder eben diesen Clubverein in Betracht zu ziehen, der eben für dich am nächsten ist. Viel wichtiger als das ist natürlich jetzt der zweite Punkt, und zwar die gespielten Spielsysteme. Also schau dir mal als erstes an, was wird in einem Club, in dem jeweiligen eben gespielt. Welche Spielsysteme sind bereits vorhanden? Wo ist vielleicht Interesse bereits bekundet worden? Das kannst du einerseits herausfinden, wenn du auf den Webseiten schaust, die der ein oder andere Club ja durchaus auch selbst hat, oder eben auch wenn es mittlerweile nicht mehr so von vielen Leuten verwendet wird unbedingt, ist Facebook, aber hier im Tabletop-Bereich meiner Meinung nach wie vor eine sehr schöne Quelle, um eben Vereine, Clubs, Spielegruppen zu finden. Und das kannst du eben auch nutzen, um zum Beispiel für ein Spielsystem in einer Gruppe einen dazu passenden Verein zu finden, der vielleicht in deiner Nähe ist. Aber hier jetzt spezifisch für einen Verein, wenn du eben schon einen gefunden hast, einfach mal über auch diese Facebook-Gruppe vom Verein vielleicht versuchen zu schauen, was dort für Spielsysteme gespielt werden. Oder vielleicht bist du eben auf diesen Club auch gestoßen durch jemanden anderen, der dich vielleicht in die WhatsApp-Gruppe oder so eingeladen hat. Dann ist es auch hier mal vielleicht ganz schön mitzulesen und einfach mal zu fragen, was wird überhaupt in dem jeweiligen Club, Verein alles gespielt. Das macht wenig Sinn, wenn du dich für historische Tabletop interessierst und das dort vielleicht gar nicht gespielt wird. Als Softwareentwickler arbeite ich gerade auch selbst ein bisschen daran, hier das Ganze noch weiter aufzubauen, also quasi eine Anwendung, eben um Spieler auch finden zu können in diese Richtung, beziehungsweise bezogen auf unsere Tabletop-Community. Das Ganze ist aber aktuell noch in der Anfangsphase, also kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber ihr könnt mal unten in die Videobeschreibung schauen. Da könnt ihr euch zu einem Newsletter anmelden. Das ist die beste Möglichkeit, wenn ihr dort up-to-date sein wollt und bleiben wollt, dass ihr hier in Zukunft Infos über diese Quelle oder eben über das eine oder andere Video in der Zukunft dann zu diesem Thema bekommen könnt, wenn ich hier mehr dazu sagen kann. Gut, jetzt haben wir den Verein, wir haben die Spielsysteme, die dort gespielt werden. Jetzt wäre es natürlich noch interessant zu wissen, wann wird überhaupt gespielt. Also schaut euch auch in diesem Zusammenhang dann an, gibt es in diesen Vereinen fixe Spieletage, manche machen das einmal in der Woche, andere einmal im Monat vielleicht, oder ist das vielleicht nur ein mehr oder weniger loser Zusammenschluss von Leuten, auch wenn es vielleicht als Verein organisiert ist, wo die Leute dann aber eigentlich hinkommen können, wann sie Zeit haben, sich individuell Spiele ausmachen und dann einfach spielen. Auch solche Möglichkeiten gibt es. Dort ist natürlich das Problem, dass man häufig dann nicht so sehr mitbekommt, was gespielt wird und zu welcher Zeit wer was spielt. Also da vielleicht auch schauen, gibt es solche Spieletage oder vielleicht auch Events wie keine Ahnung, eben Turniere oder eben fixe Tage für einzelne Spielsysteme. Und wenn es so etwas gibt, eben dann auch abklären, wie das bei euch zusammenpasst mit eurer eigenen Zeiteinteilung, damit das Ganze nicht vielleicht irgendwie kollidiert mit etwas anderem, das ihr vielleicht hobbymäßig noch betreibt, weil eben auch dort kann es sich dann ergeben, dass ihr vielleicht merkt, okay, der erste Verein ist vielleicht nicht das Richtige, weil genau dort zu dem Tag habe ich auch irgendwie Fußballtraining oder irgendetwas anderes. Und daher könnte man dann eben weiterschauen, zweiten Verein, den man vielleicht noch gefunden hat, sich dann anschauen, der vielleicht etwas weiter weg ist. Dafür aber merkt man, okay, dort wird an Tagen gespielt, an denen ich selbst eben Zeit habe, wo du die Möglichkeit hast, dann eben das Hobby auch aktiv auszuüben. Es geht natürlich auch darum,
Tabletop zu spielen und nicht unbedingt nur, oder das wollen zumindest nicht alle oder die meisten nicht, einfach nur sammeln und bemalen, sondern eben auch spielen, und genau deswegen auch dieser Gedanke hier mit diesen verschiedenen Punkten. Für den Fall natürlich, dass du auch noch irgendwie Überlegungen anstellst oder eben Alternativen brauchst zu Spielsysteme, was wäre vielleicht das Richtige für dich, dann schau mal vorbei beim Video von letzter Woche, werde ich unten verlinken, beziehungsweise auch hier jetzt einblenden. Da habe ich ein bisschen darüber geredet, wenn ich jetzt mit Tabletop eben anfangen würde in 2024, hier und da so ein paar Tipps einfach für dich, was ich hier so vielleicht in Betracht ziehen würde. Und dann habe ich ja vorhin schon das Thema auch angesprochen gehabt, dass ihr vielleicht über jemanden in die Spielegruppe reingekommen seid, durch vielleicht eine Einladung in eine WhatsApp-Gruppe oder in etwas Ähnlichem. Also auch hier das Thema, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, kennt Leute, die im Tabletop-Hobby eben auch bereits sind, wo ihr einfach auch Kontakte knüpfen könnt. Mal mit den Leuten reden könnt, feststellt, wo diese sich zum Spielen treffen, um so auf diese Art und Weise vielleicht auch neue Möglichkeiten zu finden und eben mehr Informationen zu bekommen, wenn ihr eben schon wisst, die Person ist in diesem Verein dabei, den ich jetzt gefunden habe, der für mich interessant sein könnte, dann dort einfach auch mal den Kontakt suchen mit dieser Person und nachfragen, was es so eben zu wissen gibt in dem Verein, eben über die Punkte wie Spielsysteme, eventuelle Events, wann werden vielleicht gewisse Spielsysteme gespielt oder wann finden vielleicht fixe Spieltage statt, wie vorhin eben auch gesagt. All solche Sachen solltest du einfach bedenken, wenn du dich auf die Suche begibst nach einem Verein für dich. Egal, wie gesagt, ob du gerade mit Tabletop anfängst und jetzt einen Verein suchst oder eben schon lange dabei bist, aber aufgrund eines Umzugs möglicherweise einen Verein nun suchst. So etwas ist auch deswegen wichtig, weil ich habe das auch selbst für mich gemerkt. Es gibt hier in meiner Umgebung ganz einfach Vereine, schon seit teilweise vielen Jahren, von denen ich bis vor kurzem gar nicht gewusst habe, dass es diese eben gibt, aber eben aufgrund genau solcher Dinge, dass ich mich eben auf die Suche begeben habe, ein bisschen herumgeschaut und gesucht habe, zum Beispiel wie vorhin genannt, auf Facebook, habe ich dann diese Kontakte bekommen und eben dann festgestellt, dass es ganz einfach hier diese Vereine dann auch gibt, wo Spielsysteme gespielt werden, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin in der Vergangenheit, das wird anscheinend in Österreich gar nicht gespielt, in meinem Fall jetzt, oder es gibt anscheinend nicht wirklich Leute, die das Spielsystem spielen. Und da wurde ich durch meine eigenen Erfahrungen jetzt in diese Richtung mit eben genau diesen Tipps eines Besseren belehrt und habe eben auch Leute gefunden, die Spielsysteme spielen, die mich persönlich interessieren, die ich in den letzten Jahren angefangen habe, aber eigentlich bisher nicht zum Spielen gekommen bin, weil ich eben ganz einfach davon ausging, dass es keine Leute dafür gibt in meiner Umgebung. Daher, wie gesagt, nutzt diese Möglichkeiten, die wir hier mittlerweile zur Verfügung haben, und sucht nach euren Spieleclubs in eurer Nähe, denn es gibt so viele Möglichkeiten übers Internet, wie ihr hier auf Events stoßen könnt oder eben auf einen dezidierten Club auch, der für euch eben in Frage kommt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schaut vielleicht vorbei beim Video von letzter Woche, das ich euch, wie gesagt, unten verlinkt habe. Oder falls du hier irgendwelche interessanten Infos für dich rausholen konntest aus dem Video oder generell Sachen auf dem Kanal findest, die dich interessieren, wie Kings of War zum Beispiel oder Flames of War, Freebooters Fate Infinity, überleg ganz einfach, den Kanal dann auch zu abonnieren, würde mir helfen, oder natürlich auch gerne teilen, dass möglichst viele Leute hier von dem ganzen Projekt erfahren. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video.